Hi Leute, willkommen zu Dran gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um Lavawaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, und zwar ein bisschen Spielerei mit nachtleuchtendem Pigmentpulver. Ich habe da mal so ein bisschen was rumexperimentieren wollen. Hatte ich eigentlich schon länger vor. Ich hoffe, das Ganze interessiert euch. Bleibt dran, wir sehen uns. Heute werden wir mal so ein bisschen was rumexperimentieren. Ich habe bei ein paar Sachen schon mal ein bisschen was rumprobiert. Also von den Ergebnissen waren die zwei ja beste. Die hier, naja, da hatte ich ein bisschen was dünn drauf gemacht. Allerdings hat man bei denen immer so ein bisschen das Problem, dass man halt hier das Pulver sieht. Da habe ich mir hier einfach bei Amazon so Pigmentpulver bestellt. So ein Beutelchen, ich glaube 10 Euro. Und jetzt werden wir mal ein bisschen was rum experimentieren. Also bei denen war ich schon sehr zufrieden. Die habe ich auch schon mal ein bisschen getestet. Muss noch der Topcoat drauf, aber so im Großen und Ganzen schon ganz brauchbar. Damit ihr natürlich auch seht, was ich da gemacht habe, werden wir jetzt bei den Teilen hier das nämlich mal machen. So, dafür brauchen wir den Topcoat. Dann nehme ich den matten Pinsel für den Topcoat selber. Das muss ich noch ein bisschen trocken machen. Ich muss mir unbedingt mal angewöhnen, dass ich so eine irgendwie Zeberrolle oder was mal hier mit so runternehme. Jetzt brauche ich noch was, wo ich das rein tun kann. Immer wieder altes Flexi-Painting. So. Allzu viel brauchen wir da nicht. Eine Plastikbüchse. Die Sachen schmeißen wir mal hier so auf Seite. Dann mal hier hin. Und zwar bin ich dann bei den Sachen hingegangen, habe mir dann Sachen ausgesucht, wo die ein bisschen tiefer sind. Ich habe dann das Zeug hier so ein bisschen dann da drauf. Habe ich auch ein bisschen dicker gemacht, vielleicht hätte ich noch irgendwie was als Unterlage nehmen sollen. So. Ich muss dazu sagen, das ist natürlich dann auch Flexi-Paint drauf. Obwohl die Abgüsse habe ich auf also aus Latex gemacht und habe dann eine dünne Schicht, sag schnell, Flexi-Paint dann drauf. Bei denen hier ist auch schon eine Topcoat drauf gewesen. Ich weiß nicht, ob man das dann ohne dann vielleicht noch besser hinkriegt. Müsste man, käme dann auf den Versuch an. Also was ich auf jeden Fall festgestellt habe, der Trick ist eigentlich, dass man das Zeug möglichst in die Ritzen hier reinkriegt. Ich mache auch nur quasi erstmal nur so die eine Seite, damit das dann auch trocknen kann. Ich hoffe, das kann man so sehen. Ja. Bis natürlich dann nachher sieht das so ein bisschen wie hier aus, dass man dann hier so einen weißen Schlier dann da drin hat. Das ist natürlich der Nachteil an den Sachen, aber wenn es vernünftig leuchten soll, muss halt ein bisschen mehr rein. So, das machen wir dann bei dem anderen auch noch. Beziehungsweise, ne, machen wir bei dem jetzt nicht. Wir haben es ja schon bei einem gemacht. Ich will jetzt noch ein paar andere Sachen. Wir nehmen jetzt mal hier so ein größeres Messer. Dann machen wir das selber auch. Ich will nämlich mal so ein bisschen was rum experimentieren. Ich habe nämlich auch mit der Klinge, wollte ich nämlich mal gucken. Da habe ich auch schon ein bisschen probiert hier bei den ersten, hier bei denen. Das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Das werde ich hier bei der Klinge nämlich dann auch mal ausprobieren. So. Dann tue ich nämlich jetzt hier den Topcoat direkt so quasi drauf tupfen, damit der nicht so groß wegläuft. Und das Pulver quasi, wenn es dann irgendwie geht, quasi dann mit dem Topcoat hier in den Ritzen trocknet. Wie gesagt, ihr habt dann so ein bisschen Weißschlier. Ihr müsst dann nachher auch nochmal mit einer, mindestens nochmal eine Schicht Topcoat drüber gehen. Das fühlt sich dann nämlich ein bisschen rau an. Aber ihr seht, das geht eigentlich ganz gut. So. Nachteil ist, wie gesagt, ihr müsst dann immer erst eine Seite machen und dann mal gucken.
damit das dann nicht der Topcoat quasi wegläuft. Aber das ist, ihr müsst das in die oberste Schicht, sonst klappt das halt nicht so gut von der Leuchtkraft. So, das haben wir jetzt damit. Jetzt muss man mal noch was anderes machen. Und zwar, den Topcoat brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht. Da haben wir nämlich noch eine andere Sache. Wie gesagt, ich hatte hier bei der Klinge nämlich was ausprobiert. Da muss ich jetzt noch gucken. Ja doch, habe ich. Den Pinsel, den brauchen wir nämlich erstmal. Da bin ich nämlich hingegangen. Auf eine Flexi-Paint transparent genommen. Da probieren wir jetzt erst noch mal bei dem Horn. Da will ich nämlich auch mal ausprobieren. Da kann man nämlich so, ich sag jetzt mal so ein bisschen, weil das so ein bisschen ja schon so cremeweiß ist, fällt das Pulver da vielleicht ja nicht mal so groß drauf auf. Das war jetzt so mein Hintergedanke. Und dann werde ich jetzt erstmal hier so eine gute Ladung von dem Pulver rein. Keine Ahnung, ob es zu viel oder zu wenig ist. Ich mache das jetzt einfach mal so nach Gefühl, damit man dann nachher noch gut streichen kann. Auf jeden Fall, dass hier noch Pulver drin ist. Ganz gut verrühren. So. Wie gesagt, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das dann, wenn zu viel ist, wie ihr seht, von der Farbe her sieht das schon mal ganz gut aus. Das mache ich auf Seite. Und dann gehe ich hier, kann man vielleicht auch mit dem Pinsel machen. Wie gesagt, die Dinger haben schon Topcoat drauf. Ist vielleicht nicht jetzt so optimal, weiß es nicht. Vielleicht ohne wäre vielleicht besser, weil ich muss dann auf jeden Fall danach auch nochmal eine Schicht drauf machen. Und wird das Ganze jetzt hier so ein bisschen auftragen. Mal gucken. Durch das Transparent müsste das eigentlich noch, der Rest von der Farbe eigentlich noch gut durchkommen. Muss auch nicht so ganz deckend sein. Ich mache das jetzt einfach hier so relativ dünn drüber. Auch nicht so richtig deckend, ne? Also dass das stellenweise so nicht ganz so durchkommt. Und dann probieren wir mal aus. Bin mal gespannt. Wie gesagt, ich habe das hier an so einem kleinen Messer mit der Klinge mal getestet. Also wenn das so richtig dunkel ist, sieht das schon ja nicht mal so schlecht aus. Und wie ihr seht, sieht man auf der Klinge glatt gar nicht mal so sehr. So einen leichten Schimmer schon, dass das so ein bisschen milchig aussieht, aber jetzt nicht so im Übermaß. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt hier ein bisschen mehr davon reingetan habe. Aber wir gucken einfach mal, wie das dann nachher aussieht. Wie gesagt, das sind mal wieder so ein paar Spielereien. Das wollte ich schon länger mal ausprobieren. Vielleicht mache ich dann auch mal ein Schwert damit. Mit so Runen wollte ich sowieso schon lange mal ein bisschen rum experimentieren. Und bei dem Flexi-Paint, das kann ja nicht wirklich allzu viel passieren. Das ist ja farbmäßig relativ resistent, so gefühlt irgendwie so ziemlich gegen alles. Also kann man da auch ein bisschen was rum experimentieren. Bei Latex habe ich immer so ein bisschen Angst, dass das Zeug sich damit nicht so gut verträgt. Seht ihr, schon hammert. Hängen wir das Ding jetzt erstmal auf. Lassen wir dann erstmal was trocknen und dann müssen wir noch gucken, wie das dann später aussieht. So, das haben wir jetzt. Jetzt will ich aber noch, da wir hier noch ein ganzes Teil übrig haben, würde ich jetzt hingehen. Wird die Klinge hier auch noch damit einschmoddern. Auf jeden Fall schon mal so die erste Seite. Die lege ich mal auf Seite und dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal trocknen. Dann wollen wir mal weitermachen. So wie es aussieht, ist das schon trocken. Das sieht schon mal gut aus. Dann werden wir erstmal, ich glaube, das Ding hier schon mal weitermachen. Ich hoffe, dass das hier nicht eingetrocknet ist. Na, ist noch gut. Also was ich auf jeden Fall schon mal merke mit dem transparenten Flexi-Paint, wo das Pulver dann drin ist es auf jeden Fall nicht so rau, als wenn man hier so drüber streuselt. Also das habe ich auf jeden Fall schon mal festgestellt. Das ist schon mal nicht schlecht. So, dann geht es mal wieder los.
hat wirklich irgendwie so ein bisschen was von einem Drogendealer, der irgendwie seinen Koks hier am Verteilen ist. Jetzt haben wir natürlich nur die links und die rechte Seite. Wir müssen natürlich auch hier noch, oder muss ich jetzt gucken. Ich glaube, das ist so ein bisschen mal wieder was Längeres. Aber der Klarlack, der trocknet ja relativ schnell. Von daher müsste das eigentlich kein Problem sein. Ja, dann muss das Ganze jetzt erstmal wieder trocknen. Dann machen wir mal weiter. Und zwar, hoffentlich schreibe ich das noch an Topcoat. Das Ganze haben wir ja jetzt soweit eingeschmiert gehabt. Das weiß ich gar nicht. Ja doch, ich habe das komplett eingeschmiert. Die Oberfläche ist ein bisschen rau. Merkt man. Also muss man da noch ein bisschen was mit Topcoat drüber. Die Farbe ist hier ein bisschen anders wie hier, obwohl ich ja hier zweimal drüber gegangen bin. Beziehungsweise hier auch noch, aber irgendwie hat das einen anderen Farbton. Naja gut, müssen wir mal ausprobieren. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal ein Test. So, wir machen jetzt aber auf jeden Fall erstmal nochmal eine Schicht Topcoat drüber. Gehen Sie wieder ins Wasser. So, und zwar hatte ich nämlich jetzt mal überlegt, dass wir, da ich noch eine angebrochene Silikontube hier habe, machen wir noch so eine Art Feuerball. Bevor ich nachher den Silikon wegwerfen muss, weil ein bisschen schade wäre, habe ich mir überlegt, und wir haben hier noch relativ viel Pulver übrig. Probieren wir das einfach mal aus. Das weiß ich natürlich nicht. Man könnte natürlich auch überlegen, dann das Zeug dann quasi oben so drauf zu machen als Pulver, was das Ganze dann wahrscheinlich wieder rau machen wird, aber wie gesagt, müssen wir mal ausprobieren. Also einmal haben wir jetzt eine mit klar und einmal eine mit Farbe. So, das Ganze müssen wir jetzt auch noch trocknen lassen. Also wie ihr seht, wir werden heute mal wieder so richtig hoch experimentell. Bin mal gespannt, was daraus wird. So, der Topcoat ist jetzt nicht mehr ganz so rau, wie es sich am Anfang angefühlt hat, aber so richtig zufrieden bin ich damit immer noch nicht. Ich glaube, da werde ich noch ein paar Schichten mehr wahrscheinlich drauf machen müssen. Ich finde noch ein bisschen komisch, dass der Farbunterschied hier so ein bisschen komisch ist. Aber da müssen wir dann auch mal gucken. So, da können wir eigentlich schon mal gucken, ob die Kugeln hier schon so weit trocken sind. Ja, super, die gehen auseinander. Das war jetzt irgendwie nicht so. Das ist irgendwie auch noch nicht trocken. Das ist normalerweise komisch. Beim Normalfall ist die Farbe eigentlich, also das Silikon nach einem Tag schon trocken. Kann natürlich jetzt an der Zumischung von der Farbe liegen, also von den Pigmenten. Mal gucken hier, wie es bei der roten aussieht. Das sieht auch noch nicht so wirklich gut aus. Aber schon deutlich besser wie... Das hat komischerweise funktioniert. Das war hier an der Stelle noch nicht ganz zu. Aber da jedet ja erstmal nicht so unbedingt rum. Kann man natürlich noch zuschmieren. Das geht ja noch. Aber im Endeffekt geht es jetzt erstmal drum. Wir wollen ja erstmal gucken, ob die Dinger dann auch in der Nacht leuchten. Ja, das hat schon mal funktioniert. So mehr oder weniger. Das ist wahrscheinlich... kann natürlich auch sein, ich hätte noch ein bisschen Wasser beirühren müssen. Aber irgendwie, also drinnen ist es trocken. So, wie gesagt, das ist auch, die Kugel hat sich auch ein bisschen verschoben, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so schlimm. Wir wollen ja einfach nur mal testen, was bei dem Ganzen rumkommt. So, ich habe bei dem Ganzen jetzt hier mal eine Lampe ein bisschen anders gebaut. Habe eine alte Schreibtischlampe genommen. Ich hoffe, dass die
Birne stark genug ist, um das Ganze so ein bisschen aufzuladen. Die hier, die ist, naja, wie gesagt, ist noch nicht trocken, warum auch immer. Ich sage ja, vielleicht stelle ich doch ein bisschen Wasser mit rein. Oder das Pulver oder was. Irgendwas stimmt auf jeden Fall nicht. Durch die Farbe mit dem Rot ist sie wirklich normal getrocknet, aber mit dem Weiß, ja, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Ich lasse das jetzt noch einen Tag und dann müssen wir mal schauen, was da los ist. Bei der hier mit der Kugel noch drauf, also das Plastikding, funktioniert das doch schon mal ganz gut. Also müssen wir da ausgesteckt. Müssen wir hier noch ein bisschen das Ganze quasi noch so ein bisschen immer drehen, ja, als wenn wir irgendwann am Grillen sind. Das Ganze hat irgendwie bei ein paar Sachen nicht ganz so gut geklappt, wie ich gehofft hatte. Bei den Kugeln hier, das kann aber auch am Silikon liegen. Das hat, mal abgesehen, dass ich das ganze Ding jetzt in 2 Teilen habe, hat das relativ lange gedauert, bis das trocknet. Also im Vergleich zu der Kugel hier mit der Farbe drin. Das ist jetzt, leider sind das nur, naja, ist immer noch nicht ganz trocken innen drin. Also mit Farbe drin trocknet es deutlich schneller. Wie gesagt, ist jetzt nicht so der Burner. Können wir gleich auch noch mal kurz ein bisschen testen. Ich tue die mal hier so auf den Becher so halt ein bisschen drauf. Da kann man da auch noch ein bisschen gucken. Die ersten Sachen haben mir nicht so gefallen jetzt. Das lag aber mehr dran, dass die Lampe irgendwie kacke war. So, jetzt haben wir dann hier, wie gesagt, bei den beiden hier habe ich so ein bisschen das Pulver in den Topcoat mit reingemacht. Also hier sieht man ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger. Ist auch schön glatt, wenn man ein paar Haare noch mit Topcoat drüber. Bei dem hier habe ich es selber gemacht mit noch ein bisschen weniger. Ist schön glatt, leuchten allerdings nicht so. Bei denen habe ich das Zeug ja richtig rein, wie bei den anderen hier auch, bei den zwei. Sieht man ja auch, dass das sehr weiß hier so dazwischen den Dingern ist. Und dann quasi dann das Ganze dann in Topcoat getränkt. Ja. Dann nochmal 1, 2 Schichten Topcoat drüber. Hier habe ich nochmal eine bis jetzt drüber gemacht. Also man merkt wirklich, es ist sehr rau noch. Klinge hatte ich auch noch nicht überall drüber. Bei dem hier geht es so langsam. Also wenn er das Pulver mit reinmacht, müsst ihr noch mindestens, ich sage jetzt mal 3 Schichten Topcoat drüber, dass das wieder schön glatt ist. Bei dem hier bin ich hingegangen, habe es hier nochmal Topcoat drüber gemacht. Das ist jetzt hier wieder richtig schön glatt. Das obere Teil mache ich nochmal 1, 2 Schichten drauf. Dann ist das auch wieder schön glatt. Dass man dann von dem Pulver quasi nichts mehr merkt. Ja, ich sage jetzt mal bei so Weißtönen oder Cremetönen fällt das gar nicht weiter so auf. Wenn man das Pulver drauf macht. Bei so dunkleren natürlich schon. Ich sage jetzt mal, wenn man hier so Metallklingen macht und das dann in einem Flexipaint, in einem transparenten, das Pulver so mit reinmacht und nur so dünn, seht ihr ja, Metalloptik ist immer noch da. Wird nur halt ein bisschen rauer. So, und weil mir das mit der Lampe ein bisschen zu lange gedauert hat, habe ich mir noch eine UV-Lampe gegönnt. Finde ich total geil. Seht ihr gleich. Vor allen Dingen achtet mal drauf, die Kugel, die ist ja noch richtig schön rot jetzt gewesen. Also das heißt rot, so ein bisschen rosa, sage ich jetzt mal. Ja, seht mal, wie die wird so richtig komisch weiß. Ein paar Stellen sind noch rot. Das kann sein, dass das Stellen sind, wo dann im Silikon halt die Farbe nicht so, dass ich die nicht genug verteilt habe. Gut, normalerweise ist die Kugel auch mehr zu. Ne? Das war jetzt, ich habe es ja mal spontan nur gemacht, weil ich mal gucken wollte, ob das Pulver bei dem auch funktioniert. Aber ich muss sagen, das klappt mit der Lampe aufzuladen richtig gut. Das seht ihr hoffentlich gleich auch im Video besser. Ja, ich mache das jetzt gleich mal das Licht ein bisschen dunkler, damit man das besser sehen kann. Aber so im Großen und Ganzen bin ich echt sehr zufrieden mit der Lampe. Und das Pulver ist auch nicht schlecht. Finde ich eigentlich richtig geil. Wie gesagt, ich habe mir da mal Farbe bestellt. Die war relativ murks, sage ich jetzt mal. Nachteil ist natürlich, dass ihr immer schön beide Seiten beleuchten müsst. Aber das ist schon Wahnsinn. Die Lampe, die speichert das bei den Dingern so schnell. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie lange das hält.
Wie gesagt, ist jetzt auch nur ein erster Versuch mal, sowas zu machen. Würde sich für Runen oder sowas anbieten. Oder halt, wenn man so ein bisschen was, sag jetzt mal so ein paar Artefakte oder irgend sowas mal machen will, die dann im Dunkeln dann was leuchten, ist das bestimmt nicht schlecht. So irgendwie so ein Schrein oder irgend sowas. Vorher ordentlich mit der Lampe beleuchten und dann kann man das ja machen. Vor allen Dingen braucht außer der Taschenlampe oder einer Lampe vielleicht, die ihr dann da noch irgendwie habt zum Leuchten, braucht er da halt nicht so viel Elektrikgedöns. Aber ich muss sagen, mit der Lampe hier, das klappt richtig gut. Ich bin echt schwer begeistert. Schöner wäre natürlich, wenn ich eine hätte mit ein bisschen mehr, also was größer. Gibt es ja auch zu kaufen, aber jetzt, ich habe mir die mal so auf die Schnelle bei Amazon gekauft für, ich glaube, noch keine 14 Euro. Und dafür ist die eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Hatte gute Rezensionen, kann man kaufen. Das Schöne ist, das Horn hier, das sieht irgendwie unter der UV-Lampe irgendwie so ein bisschen pink aus. Das finde ich auch sehr spannend. Ja. Jetzt bin ich gleich mal gespannt. Ich mache jetzt mal ein bisschen Licht aus. Wie gesagt, die ersten Versuche waren ja jetzt noch nicht so das Optimum. Ich mache auch noch mal ein Stück Pappe vor das Kellerfenster, damit es ein bisschen dunkler ist. Und dann gucken wir uns das ganze Elend mal an. So, ich hoffe, dass man das diesmal besser sehen kann. Ne? Gehen jetzt noch ein bisschen mit der Lampe jetzt. Bei dem Weißen probieren wir jetzt auch noch ein bisschen was. Aber so im Großen und Ganzen, muss ich sagen, sieht das schon richtig gut aus. Ist noch ausbaufähig, kann man vielleicht noch was optimieren. Vom Auftragen her oder was, gibt es vielleicht noch bessere Möglichkeiten. Aber so im Großen und Ganzen finde ich das Ganze schon richtig toll. Wie ihr seht, dann könnt ihr die Orga zusammen mal kurz vorher mit der Taschenlampe die Runen an irgendwas noch ein bisschen was aufladen. Ja, dass das was leuchtet. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie lange so was leuchtet. Ich schätze mal, je länger man darauf leuchtet, umso mehr speichert das. Also zu einem gewissen Maße. Man muss es halt natürlich ein bisschen dicker drauf machen. Man sieht es ja, so die ersten, die haben ja nicht so viel drauf. Die anderen, da habe ich ja auch die Klingen so ein bisschen noch mitgemacht. So, mal gucken. Ja, ich hoffe, dass man das im Video diesmal was besser sehen kann. Ich muss mal gucken, ich schaue mir das jetzt mal hinter der Kamera an. Oh ja, das kann man deutlich besser sehen. Ich mache mal ein bisschen näher ran. Ja, ich hoffe, das kann man jetzt so sehen. Also, ich bin da schon schwer begeistert. Kann man glaube ich, mitarbeiten. Das war es dann mit den Tests. Wie gesagt, ich hätte jetzt auch noch ein bisschen mit Runen und so weiter, aber ich denke mal dadurch, dass das mit dem Einlassen so in die Verzierungen klappt. Von dem Pulver habe ich auch noch jede Menge. Mal gucken, vielleicht fällt mir da noch was zu ein. Das waren glaube ich hier so 100 Gramm. Wie gesagt, habe ich mir bei Amazon Beutelchen, ich glaube noch keine 10 Euro. Können da viel Unfug mit betreiben. Beziehungsweise einige geile Sachen mit. Wie gesagt, das war jetzt mal so ein Test, weil ich schon ein paar Messer hier rumliegen hatte. Ich hatte ein paar gemacht. Das Horn habe ich ja auch ein paar hier liegen. Dachte ich, naja, kann man ja auch mal probieren und bei den größeren Dings auch. Könnte man auch bei einem Schwert, denke ich mal, auf die Klinge drauf machen. Na, also quasi wieder mit transparentem Flexipaint. Genug Pulver dann rein, natürlich nicht zu viel, dann drüber und dann habt ihr eine magische Klinge für nachts. Für Assassin natürlich sehr unpraktisch, ne? Muss ich direkt dazu sagen, sieht wahrscheinlich cool aus, wenn dann die Klingen im Dunkeln am Leuchten sind, aber wird jeder Assassiner dann auch direkt mit gefunden, wenn man dann so mit zwei leuchtenden Messer durch die Dunkelheit läuft. Wir können das ja mal gucken, wie das aussieht. Sieht bestimmt lustig aus. Könnten wir ja eigentlich mal ausprobieren. Mal schauen. Ich mache jetzt einfach mal hier das Licht aus. Ich hoffe, dass das Ganze noch was leuchtet. Ja, sieht bestimmt dann, wenn die Klingen dann so am Leuchten sind und jeder sieht dich im Dunkeln, den Griff vielleicht auch noch. Ist wahrscheinlich nicht ganz so cool. Machen wir das Licht an.
So, bei so einem Horn ist bestimmt auch ganz lustig. Das könnte man sich mit einer Halterung irgendwie so an den Gürtel machen, so als, ich sag jetzt mal, magisches Artefakt oder sowas, Dämonenhorn, was auch immer. Ja, und die kleinen Messer halt, ja, so als kleine magische Spielerei oder damit man, wenn man sie wirft, im Dunkeln halt wiederfindet. Was natürlich auch nicht schlecht ist. Vorausgesetzt, ihr habt sie natürlich vorher aufgeladen. Ne? Wie lang das jetzt ist, keine Ahnung. Ihr habt aber gesehen, mit so einer UV-Lampe geht das eigentlich relativ flott. Das waren jetzt so zwei, 3 Minuten drauf leuchten. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es hält, aber ich gehe schon von aus, dass das so, keine Ahnung, halbe Stunde vielleicht halten wird oder so. Ich sag jetzt mal so für so Plot-Sachen und sowas, wenn ihr irgendwas im Wald oder sowas habt, ist das bestimmt nicht schlecht. Ja, dann hoffe ich mal, dass euch das auch mal wieder für eure Sachen inspiriert. Könnt ihr mal schreiben, was ihr für Ideen damit habt. Ja, das war es dann mal wieder mit dem Video. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.